Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich an der Küste Sri Lankas. Nach einem gewöhnlichen Routinetag waren die srilankischen Marineoffiziere gerade auf dem Weg zurück zum Festland. Plötzlich bemerkte einer der Männer in einiger Entfernung ein großes graues Objekt im Wasser. Es schien zunächst ein Felsen zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es ein Lebewesen war, das sich bewegte und offensichtlich in Not war. Er alarmierte seine Kollegen und holte ein Fernglas, um das Objekt besser erkennen zu können. Zu ihrem Erschrecken sahen sie einen jungen Elefanten, der in der unerbittlichen See ums Überleben kämpfte. Der herzzerreißende Anblick weckte tiefe Emotionen bei den Beamten. Sie konnten sich die Angst und Verzweiflung des Tieres in diesem Moment nur vorstellen. Trotz ihrer mangelnden Erfahrung bei der Rettung von Tieren waren die Offiziere entschlossen, dem Elefanten zu helfen. Sie befürchteten jedoch eine gewaltige Herausforderung. Wie sollten sie ein so riesiges und schweres Tier aus dem Wasser retten? Doch die Offiziere ließen sich nicht beirren. Sie wussten, dass sie einen Plan ausarbeiten mussten, um das verzweifelte Tier zu retten. Da sie keine spezielle Ausrüstung für solch eine ungewöhnliche Aufgabe hatten, mussten sie sich auf ihren Einfallsreichtum verlassen und eine Lösung improvisieren. Mehrere Beamte bestiegen ein kleines Boot und näherten sich dem Elefanten. Sie fragten sich, wie der Elefant überhaupt in diese Situation gelangt war, alleine mitten im Ozean zu treiben. Die Antwort auf diese Frage sollten sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Jetzt galt es zunächst, dem armen Tier irgendwie zu helfen. Als die Männer sich dem verzweifelten Elefanten näherten, hielten sie einen vorsichtigen Abstand. Sie wussten, dass sie es nicht riskieren konnten, ihn weiter aufzuregen. Vor allem angesichts seiner Müdigkeit und seines verzweifelten Kampfes, sich über Wasser zu halten. Doch nun standen die Männer vor der nächsten Herausforderung. Sie konnten Jumbo, wie sie den Elefanten später nannten, aufgrund seines enormen Gewichts nicht einfach auf das Boot heben. Und selbst wenn sie ihn irgendwie anheben könnten, würde das Boot aufgrund der immensen Masse kentern. Die Offiziere beschlossen zu versuchen, ein Seil um Jumbos Kopf zu legen, um ihn im Wasser ziehen zu können. Es war ein riskantes Manöver, aber sie wussten, dass sie es versuchen mussten. Sie ahnten nicht, was wenige Minuten später geschah. Einer der Männer streckte seinen Arm aus und versuchte, das Vertrauen des Elefanten zu gewinnen. In der Zwischenzeit zogen sich einige Marineoffiziere ihre Taucheranzüge an und bereiteten sich darauf vor, sich dem Elefanten zu nähern. Sie bewegten sich mit äußerster Vorsicht, um Jumbo nicht weiter zu erschrecken. Langsam aber stetig schwammen sie näher. Ihre Herzen schlugen schneller bei dem Gedanken an die bevorstehende Aufgabe. Als sie den Elefanten erreichten, stieg einer der Taucher vorsichtig auf den Rücken des Tieres. Mit geübter Präzision befestigte er ein Seil um den massiven Kopf des Elefanten. Das war keine leichte Aufgabe, denn er musste sicherstellen, dass es während der Rettungsaktion nicht verrutschte oder sich lösen würde. Nachdem das Seil befestigt war, begannen die Seeleute mit der Umsetzung ihres Plans. Sie starteten die Bootsmotoren und fingen an, Jumbo zu ziehen. Als sie sich jedoch in Bewegung setzten, stieß der Elefant einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Trotz der Bemühungen, ihn zu beruhigen, wurden Jumbos Schreie immer lauter, je mehr sie zogen. Es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Verwirrt versuchten die Männer, das Problem auszumachen. Plötzlich bemerkten sie eine rosafarbene Färbung, die sich im Wasser um Jumbo herum ausbreitete. Die Offiziere gerieten in Panik, als sie erkannten, dass Jumbo verletzt war. Der Geruch von Blut könnte Haie anlocken. Die Männer standen vor einer wichtigen Entscheidung. Sie konnten Jumbo nicht im Stich lassen, aber sie konnten auch keine Konfrontation mit Haien riskieren. Die Situation schien aussichtslos. Doch einige mutige Taucher wagten es trotz der Gefahr, ins Wasser zu springen und Jumbos Verletzungen aus nächster Nähe zu beurteilen. Mit vorsichtigen Bewegungen näherten sie sich dem Elefanten. Ihre Augen suchten nach Anzeichen dafür, was seine Qualen verursachen könnte. Ihre Herzen sanken, als sie die Ursache für Jumbos Leiden entdeckten. Eine große Fischreuse hatte sich um sein Bein gewickelt und deren scharfe Stacheln tief in sein Fleisch gebohrt. Es war ein grausiger Anblick, der Jumbos Schmerzensschreie und die Dringlichkeit ihrer Rettungsbemühungen erklärte. Die Taucher wussten, dass sie schnell handeln mussten. Sie rechneten damit, dass Jumbo aus Schmerz ausschlagen würde und waren bereit, allen seinen Tritten auszuweichen. Doch zu ihrem Erstaunen blieb Jumbo bemerkenswert ruhig, während sie ihn vorsichtig aus der Falle befreiten. Nach einigen Minuten wurde schließlich auch der letzte Stachel aus Jumbos Bein entfernt. Doch damit war es noch nicht geschafft. Die Retter kehrten zu ihrem Boot zurück und begannen die beschwerliche Reise in Richtung Ufer. Trotz ihrer Bemühungen wurde deutlich, dass Jumbos Kräfte schwanden. Jeder Meter war ein Kampf und er drohte, den Kampf zu verlieren. Doch die Männer gaben nicht auf. Schließlich erreichten sie endlich das rettende Ufer.
Jumbo war zu schwach, um zu feiern. Er stand auf wackeligen Beinen und in seinen Augen spiegelte sich eine Mischung aus Dankbarkeit und Erschöpfung. Dann brach der Elefant plötzlich zusammen und fiel zu Boden. Die Menschen waren schockiert. Der Elefant musste dringend medizinisch versorgt werden. Ohne zu zögern setzten sie sich mit der nächstgelegenen Tierklinik in Verbindung, erklärten die Dringlichkeit der Situation und baten um Hilfe. Kurz darauf trafen die Tierärzte am Ort des Geschehens ein. Sofort erkannten sie die kritische Lage, in der sich das Tier befand, und erklärten, dass er es wohl nicht schaffen würde. Dennoch taten sie alles, was in ihrer Macht stand, um dem Tier zu helfen. Sie brachten den Elefanten in ein nahegelegenes Gehege und begannen mit ihrer Arbeit. Sie verabreichten dem Elefanten nicht nur lebensnotwendige Medikamente, sondern schenkten ihm vor allem viel Zuneigung und Aufmerksamkeit. Manchmal konnte Fürsorge und Liebe mehr Wunder wirken als nur Medizin. In den folgenden Tagen wurde Jumbo rund um die Uhr von dem engagierten Team von Tierärzten betreut. Mit jedem Tag wurde er kräftiger und seine Wunden heilten langsam dank der guten Pflege der Tierärzte. Während Jumbo behandelt und versorgt wurde, machten sich die mitfühlenden Marineoffiziere auf die Suche nach seiner Herde. Ihr Ziel war es, den Elefanten mit seiner Familie wieder zu vereinen. Dies schien fast aussichtslos, doch die Männer ließen sich nicht unterkriegen. Dank ihrer zielstrebigen Bemühungen und sorgfältigen Spurensuche gelang es ihnen tatsächlich, Jumbos Familie ausfindig zu machen. Wie bereits vermutet, war die Herde durch die Kokilai-Lagune geschwommen. Dabei wurde Jumbo auf das offene Meer hinausgetrieben und von seiner Herde getrennt. Als Jumbo einige Tage später deutliche Anzeichen der Genesung zeigte, trafen die Menschen Vorbereitungen für seine lang ersehnte Wiedervereinigung mit seiner Herde. Anstatt ihn die Lagune allein überqueren zu lassen, beschlossen sie, ihn zu begleiten, um ihn sicher auf die andere Seite zu bringen. Als sie schließlich den seichteren Teil der Lagune erreichten, konnten sie den Elefanten alleine weiterziehen lassen. In diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Jumbo drehte sich um und stieß einen lauten Schrei aus, um sich bei den Marineoffizieren für die Rettung seines Lebens zu bedanken. Gerührt von Jumbos Dankesbekundung wurde den Matrosen ganz warm ums Herz. Der darauffolgende Moment sollte jedoch noch viel rührender sein. Jumbos Dankesrufe hatte die Aufmerksamkeit der restlichen Elefantenherde erregt. Und schon bald tauchten sie aus dem Dschungel auf, angelockt durch den vertrauten Klang. Zunächst waren die Offiziere besorgt, dass sie Jumbo zur falschen Herde geführt hatten und diese nun ihr Territorium verteidigen wollten. Doch zu ihrem Erstaunen begrüßten die anderen Elefanten Jumbo mit freudigen Trompeten und rieben ihre Körper als Zeichen der Zuneigung und Wiedervereinigung aneinander. In diesem Moment konnten die Männer ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Tränenreich war auch dieses Video. Eine weinende Bärin bringt ihr sterbendes Jungtier zu einem Mann. Was dann geschah, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.